Heute möchten wir euch ein paar Tipps geben, wie ihr den Weekview-Planer einrichtet. Manche Kunden haben uns schon ganz begeistert angerufen, dass sie sich schon freuen, zwischen Weihnachten und Neujahr ihren Kalender einzurichten und dass der doch bitte unbedingt da kommen soll. Und das ist so eine besondere Sache, die aber ganz speziell die Leute zu schätzen wissen, die eben schon einmal oder zweimal den Business Planner gehabt haben und schon eine gewisse Erfahrung haben, wie sie ihn nutzen und wie sie ihn einrichten wollen. Deswegen erstmal Übung, mach den Meister, mach dir nichts draus, fang an. Das erste Mal ist immer etwas holprig und man merkt dann nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr, oh, jetzt habe ich mich irgendwie ganz falsch da organisiert, das hätte ich irgendwo anders alles einschreiben sollen. Aber egal, anfangen, dazulernen, Übung macht den Meister. Das Erste, was ihr tun solltet, wenn ihr jetzt hier den Kalender bekommt und auspackt, wunderbar, ihr freut euch schon, wunderbar. Er riecht nicht nach Leder, denn es ist Kunststoff, aber es fühlt sich an wie Leder. Und ihr findet hier drinnen die Tabs, die bekannten Griffregister, dann Sticker, Sticker M und Sticker S, größer an 7 und 9 mm und eine Ecke und den Tafelplaner. Ja, und dann liegt der erstmal vor euch. Hier persönliches, sollte man mal eintragen, damit man eben den Kalender wieder bekommt, wenn man mal irgendwo verlegt hat. Und als erstes verschafft euch einfach einen Überblick, was da alles so drinnen ist. An Übersichten, an Möglichkeiten, hier was einzutragen, die ganze Ziele-Sektion, die da vorne ist, was so am Platz ist, eine Doppelseite für Ziele sammeln, eine Doppelseite für im Blick behalten, Jahresrückblick am Anfang, ganz bewusst, weil eben diese Zielthemen eben vorne sind und dann auch schon Ziele 2024. Werdet ihr sehen, es wird immer, je länger das Jahr wird, desto interessanter wird eben auch dieser Bereich, weil man schon Ideen hat, wie es dann im nächsten Jahr weitergehen soll, die man nicht vergessen will. Timeline und dann Quartal. Und jetzt werden manche merken, aha, das ist jetzt ein bisschen anders geworden. Und es ist auch gut, sich erstmal, auch wenn man den Planer schon hatte, einen Überblick zu verschaffen, was ist denn jetzt neu, was kann ich jetzt vielleicht hier anpassen an meiner Vorgehensweise. Hier beim Quartal sieht man eben ganz klar hier, da gibt es jetzt immer einen Bereich, wo man die Themen sammelt und einen Bereich, wo man die Ziele dann wirklich fixiert. Dann hier tagesspezifische Monatsziele oder Gantt und so weiter. Also einfach mal einen Überblick verschaffen, was ist bei der Woche anders geworden. Dann hinten die ganzen Projektseiten von Projektideen über nochmal eine Timeline-Übersicht, dann hier diese, viele werden es vielleicht als Trackerliste verwenden, wo wirklich alle Wochen eine Spalte haben und angekreuzt oder irgendwie verwendet werden können. Dann hier eine Monatstabelle, dann Projekte zweiseitig und dann einseitig, dann hier regelmäßige Aktivitäten, die Dinge, die man wöchentlich, monatlich, jedes Quartal und im Jahr machen möchte, was einem so kommt an Routinen, die man dann erledigen will. Und dann viel Platz für Notizen, linierte Listen, gepunktete Listen, die man einfach wunderbar verwenden kann für alle möglichen Sammlungen. Ja, wir fangen an, ich schalte jetzt mal nochmal kurz um, mit den schnellen Zugriffen. Und dazu
ein paar Worte. Alles, was nicht schnell geht, das wird meistens vernachlässigt. Also alle Prozesse, alle Routinen, die man einführen möchte, die müssen gut von der Hand gehen, die müssen schnell gehen. Und das ist eben ein großer Vorteil von dem Business Planner, der zum einen schon mal alle Daten hier auf so einer kompakten, auf diesen 500 Gramm A5 Plus Platz, ja, also sehr handlich noch, eben alle Daten zusammen hat, sowohl beruflich, privat, hier hat alles Platz und ist alles geordnet, leicht wiederfindbar und datensicher kommt noch dazu. Aber es ist alles da, es ist alles geordnet, aber es muss dann eben auch noch schnell gehen, sonst wird man es nicht machen. Deshalb ist hier wichtig, die Bereiche, die man immer wieder benötigt, die eben schnell zu erreichen. Dazu gibt es natürlich zuerst mal die Lesebänder, die man eben dazu, oder ich jetzt dazu immer verwendet habe, um eben bei der aktuellen Woche, immer sofort bei der aktuellen Woche zu sein, und das Rote, um immer beim aktuellen Quartal zu sein, wo man eben am meisten sich aufhalten will. Ja, vielleicht jetzt auch beim Quartal beobachten, wo immer. Da hat man jetzt noch nichts einrichten müssen, das geht jetzt einfach mit dabei. Aber jetzt wird es spannend, nämlich diese Ziele-Seite. Das ist genau das, was im Grunde genommen entscheidend ist, um im Jahr vorwärts zu kommen, dass man eben die Ziele im Fokus hat. Aber man soll ja immer wieder dorthin. Sie sind wichtig, aber sie drängen sich nicht unbedingt auf. Deswegen wird man hier bei den Zielen schon mal das Ziele-Tab hier aufkleben. Ich mache es mal so rum, man könnte es auch andersrum. Hier gibt es extra einen Bereich, wo das gekennzeichnet ist. Und hier aufpassen, dass man nur eine Seite hat. Das passiert einem leider oft, dass man halt zwei Seiten versehentlich nimmt. Hier die Ziele aufkleben. Ich hoffe, man sieht es gut genug. Und dann hier umknicken. So, dann hat man schon erstmal immer, sofort ist man auf der Ziele-Seite. Und was wunderbar ist, finde ich, man hat natürlich hier links die Ziele, die man fixiert hat. Hier rechts von dem Griffregister aber eine Doppelseite, wo man wunderbar einfach irgendwelche Ziele sammeln kann, erstmal irgendwo hinschreibt, um sie dann zu bewerten, zu strukturieren und dann wirklich hier zu fixieren. Hier kann man auch gut die zukünftigen Ziele, einfach so Backlog-mäßig, kann hier mal alles stehen auf dieser Doppelseite. Das ist eine großartige Hilfe und man hat mit einem Griff, man hat schnellen Zugriff auf diese Seite und kann einfach da mal ein Wort eintragen. Das reicht völlig, um danach wieder erinnert zu sein. Der nächste oder die nächsten Tabs würde ich vorschlagen, hier reinzukleben. Das ist auch die aktuelle Seite, das ist die Timeline, die gibt es hier. Und blau. So, mal schauen. Ich habe es so rum jetzt gemacht. So, die Timeline, die kleben wir jetzt da oben hin, wo sie ja steht. So, wieder aufpassen, dass man eine Seite nimmt und dann kann man sie wunderbar knicken. Das ist alles immer perforiert hier. Und dann haben wir die Timeline gesetzt. Das heißt, ich komme immer auf diese Seite, wo ich den Überblick habe über die Vorgänge des Jahres. Hier ist wichtig, dass ich mir auch überlege, was trage ich denn hier ein, was ist denn wirklich relevant für mich. Und natürlich werde ich hier Urlaube, Seminare, hier habe ich eben genügend Zeilen, um mal mehrere Vorgänge einzutragen über das ganze Jahr, über die 2,5 Jahre und sogar hier
Jetzt muss es rumgehen. Und hier gibt es auch noch das Jahr 2024 mit Quartal, wo man auch noch was reinmachen kann. Ja, und da kommt man immer mit einem Griff hin. Und ich finde gerade die Tabs oben sehr praktisch, weil man hier nicht in Konflikt kommt mit anderen. Und so sind hier die Quartale sehr hilfreich. Gerade weil wir die Quartale so propagieren und sie Erfolgsschlüssel nennen, ist natürlich der Zugriff, der schnelle Zugriff darauf von besonderer Bedeutung. Ich mache es jetzt mal wirklich relativ schnell rein hier, damit ihr das dann sehen könnt, wie toll man dann darauf zugreifen kann. Ich hoffe, es sind alle richtig hier. Also, der nächste. Hier rein. So, dann haben wir schon mal, dann kommt noch der vierte. Das vierte Quartal. Seht, dass es eigentlich durchaus schnell geht und richtig Spaß macht auch. Dauert halt ein bisschen, aber jeder Handgriff und jede Sekunde, oder die man spart, ja, wenn man sich vorstellt, man muss am Handy irgendwas tippen oder so. Hier bin ich mit einem, ich hoffe, das sieht man hier gut, genau. Hier bin ich mit einem Griff dann eben im dritten Quartal, kann, wenn irgendwas ist, kann sofort hier meine Themen sammeln für das Quartal, also auch für ein zukünftiges Quartal, muss nicht mehr irgendwo das nur aufschreiben, sondern habe es wirklich an dem Ort, wo ich es später auch brauche, um dann eben meine Ziele wirklich zu fixieren. Also das finde ich mal sehr wichtig, um den Überblick zu behalten. So, und dann kommt der nächste Bereich, den man auch schnell erreichen will, nämlich die Projekte. Die Projekte beginnen hier auch nochmal mit einer Timeline. Also ich finde es vorteilhaft. Hier gibt es auch einen Sticker mit Projekte. Hier, der grüne hier. Ich finde es sehr vorteilhaft, das Privatleben oder die Übersicht über über das ganze Jahr, Privatleben auch zu trennen, nochmal von der Firma, dass man hier wirklich die Projekte hat und vorne heißt es eben Timeline. Ja, wie gesagt, das kann jeder natürlich machen, wie er will, aber es gibt eben einfach zwei und es ist gut, sich zu überlegen, was trage ich denn wo ein. Hier zum Beispiel alle Liefertermine von großen Produkten oder die Meilensteine einzutragen von den Projekten, wie man sie jetzt definiert hat, ist gut, wenn man das alles an einer Stelle hat. Und hier kommt das Projekte-Tab eben hier rein und gibt mir damit schnellen Zugriff auf die Projekte. Hier gibt es einen Index, eine Übersicht über die ganzen Projektseiten, wo man dann schauen kann, aha, Projekt 6 war das. Und dann bin ich eben schnell an der Stelle, indem ich von hier nur ein paar Seiten vorblättern muss. Aber vor allen Dingen finde ich es hier unglaublich hilfreich, dass man hier gleich die Projektideen hat, noch meine Doppelseite, wo man eben speziell die Projektthemen aufschreibt, gegliedert in 2x8 Quadranten, die man sich selber einteilen kann. Aber hier soll dann alles gesammelt werden, was an Ideen da ist. Es ist ein wirklicher Fundus, weil ansonsten wird man das vergessen. Später merkt man dann, was da alles da ist und kann es dann abarbeiten. Das ist wertvoll. Genauso dann
Die Notizen, da würde ich auf alle Fälle auch, also die Listen und Notizen, hier würde ich auf alle Fälle einen Tab reinmachen. Hier muss ich nur aufpassen, das waren jetzt die Monate. So, also hier nehmen wir die Listen und das Gute ist, ich bin halt hier dann sofort mit einem Griff bin ich bei der Übersicht über die Listen und Notizen. Und das ist wichtig, weil man ja nach 2, 3 Wochen oder ja, je nachdem vergessen hat, was man eigentlich hier angelegt hat. Das passiert mir zumindest oft und ich fürchte, es geht den anderen auch so viele Dinge, die da sonst noch sind. Deswegen ist es sehr gut, hier die Listenübersicht immer vor Augen zu haben. Natürlich auch, wenn man jetzt hier eine Liste verwendet, muss man auch, wenn man hier die Überschrift einträgt, muss man das natürlich hier in den Index übernehmen. Das ist klar. Vergisst man vielleicht auch oft. Und jetzt kommt die große Kunst und das wird auch mit der Zeit besser, wie ich diese Listen jetzt verwende. Und Notizen. Also es sind halt linierte Teile, dann gepunktete, die man auch nochmal unterteilen kann. Aber im Grunde genommen ist genug da, nicht unbedingt, um jetzt Besprechungsnotizen zu machen, sondern vielmehr, um bestimmte Ziele oder Themen zu bestimmten Zielen oder zu bestimmten Themen hier zu sammeln. Zum Beispiel schreibt man hier dann entweder beim Projekt oder eben bei einer Notizseite den Mitarbeiter rein und alle Treffen und alle Absprachen, die man mit ihm hat man hier eben dann stehen und so ergibt sich eine wunderbare Chronik über das Jahr hinweg oder Geschenkideen, alles was so schnell, so spontan kommt und hier die entscheidenden Listen und Notizen und Themen zu finden, das ist eben auch Übungssache, wo man merkt, oh ja, da habe ich echt einen Gewinn davon. Und so eine Chronik über das ganze Jahr, ich mache dann oft so Woche 01, Woche 02, Woche 03. Es ist unglaublich hilfreich, wenn man zu einem Thema oder zu einem Ziel, was sind die Fortschritte zu dem Ziel? Also würde man jetzt schreiben, Ziel 1 von dem Jahresziel 1 und dann wird man aufschreiben, was ist denn in den einzelnen Wochen an diesem Ziel vorwärts gegangen. Das jetzt erstmal nur als Tipp. Hier sind die Möglichkeiten enorm. Der Punkt ist nur, ich muss die Daten erkennen, die wertvoll sind, sie zu sammeln. Und auf die ich dann zurückgreifen kann und die mir dann einfach helfen, Entscheidungen zu treffen, die Dinge besser und schneller zu reflektieren und im Zusammenhang eben diese Daten zu sehen. Nicht irgendwie verstreut über den ganzen Kalender, sondern an einer Stelle gesammelt. Ja, und weil es natürlich jetzt bei diesen Listen auch besonders entscheidend ist, dass ich sie wiederfinde, klar, ist natürlich der Index entscheidend, um sie wiederzufinden, aber was ich hier auch machen kann mit diesen bunten Tabs, ich kann hier mir einfach einen selber kreieren und den irgendwo hinkleben, wo er halt jetzt nicht unbedingt stört und schreibe dann mit einem Folienstift, schreibe da dann einfach ein Z für die Zieleseite oder ein M für einen Mitarbeiter oder was immer man eben für wichtig hat. Und dann hat man eben den großen Vorteil, dass man mit einem Griff hier an der Stelle ist und da wirklich seine Sachen einträgt, was man, wenn es hier lange dauern würde, eben nicht machen würde, was dann auch oft stört am Computer, wenn man einfach nicht so schnell den Ort findet, dann macht man es einfach nicht, ja, weil wenn das nicht schnell geht, dann kommt schon wieder was anderes dazwischen und deshalb diese freien
Tabs hier nochmal in verschiedenen Farben, die man eben dann selber beschriften kann. Natürlich, ganz wichtig auch, die Übersichten. Also das ist jetzt natürlich 2023 zum Beispiel. Das ist auch so eine Sache, wo ich einfach immer schnell hinkommen will. Das wäre jetzt hier bei den Übersichten, dass ich einfach sage, gut, 2023 ist hier eine Doppelseite und gibt mir die Jahresübersicht für 2023. Das habe ich hier. So, und dann bin ich halt hier schnell an dem Ort. Wichtig finde ich es hier auch, dass man sich überlegt, wie nutze ich denn diese Seiten schon vorher, damit es nicht so durcheinander ist. Das ist auch eine Sache, die beim zweiten Mal oft besser ist. So, dann gibt es hier auch noch die Monate. Wer eben gerne hier das monatsmäßig sind hier die Monate. Dann kann man sich hier auch die Monate noch hinkleben. Und ja, dann gibt es noch hier auch die Wochen oder einen Monat, den aktuellen. Also im Prinzip ist man relativ frei, diese Tabs hier zu nutzen. Hier gibt es auch noch welche, die sind ganz frei. Ich zeige mir das kurz. Den kann man eben verwenden, um hier seine Gespräche eben zu, ich sage jetzt mal, wenn das jetzt an der Stelle wäre, dann man hier eben diesen freien hinklebt und sich dann da drauf einen Sticker macht. Ich zeige das mal kurz. Dann hat man eben da, ich hoffe, das sieht man einigermaßen, dann hat man eben da den Tab drin für Gespräche oder so. Gut, dann bin ich, glaube ich, hier relativ durch. Was zudem, das ist jetzt einfach das Thema schnelle Zugriffe. Das musst du dir einfach so einrichten, wie du es haben möchtest. Du sollst mit dem Ding einfach gut arbeiten können. Du sollst hier deine Daten haben und so schnell wie möglich darauf zugreifen können, beziehungsweise an den Ort kommen, wo du deine Daten ablegen möchtest. Ja, die Plus-Variante hat hier die Froschtasche, da kann man die Sachen gut reintun. Die Ecke kann man zum Beispiel hier hinkleben und dann, oder ja auch an einem anderen Platz, und kann hier die Sticker reinstecken. Was ich sehr praktisch finde, oder viele Kunden finden es auch sehr praktisch, dass man hier eben einen herausnehmbaren Tafelplaner hat, den man hier reinschieben kann. Generell ist sehr praktisch beim Business. Viele lieben das und ich persönlich muss auch sagen, ich schätze das sehr, dass man, ich hoffe, das sieht man hier gut, dass einfach durch das größere A5-Format es super einfach ist, hier einfach A5-Blätter einzulegen oder halbierte A4-Blätter und dann alles sauber verschlossen ist. Man hier vorne die Tagesplanungen über Staypad einfach da mal reinlegen kann. Mir persönlich gefällt auch noch diese Tasche hier. Und das habe ich schon mal gezeigt. Man sieht es hier, spiegelt wahrscheinlich. Im Grunde genommen kann man die, ich mache es mal hier, kann man die einfach vorne einkleben. Ich schneide es mal hier ein bisschen auf, mache ich mal hier, und dann oben auch noch, weil dann kann man die nämlich verwenden, um oben das einzuschneiden. So, und jetzt naja, ich versuche es mal. Vielleicht ist es nicht ganz optimal, wie ich es mache, aber ihr könnt es euch sicher
vorstellen, wie das dann geht. So, dann klebt man das da so drauf. Jetzt ziehe ich das unten weg. Mal schauen, ob das hier so funktioniert. Ihr könnt es bestimmt besser, aber egal. So, und jetzt hat man eben einen wunderbaren Platz, um verschiedene Sachen hier vorne einzulegen. Finde ich sehr, sehr praktisch. Und man hat hier immer das Wichtigste oder was immer vorne dran. Was auch noch viele Kunden mögen, sind eben diese Visitenkartentaschen, dass man sich da eine, die gibt es auch bei uns als Prämie, dass man sich da eine, wie geht das jetzt? Ja, so, dass man sich da eine vorne reinklebt. So, da halt seine Visitenkarten reinsteckt. Dann praktisch ist auch noch hier bei den Premium-Versionen ist auch noch das Notes dabei, oder man kann sich auch dazu bestellen. Hier einfach ein A5 Notizheft mit Mundpapier, wirklich sehr gute Qualität und mit dem man hier Notizen mitschreiben kann. Genau. Markus legt mir gerade hier Visitenkarten hin. Kann man hier dann reinstecken. Dann hat man immer eine zur Verfügung. Und hier steckt man einfach mal. Oder das ist auch bei der Premium Plus Version dabei, der Projektplaner, den man sich jetzt einfach hier auch vorne entsprechend reinstecken könnte. Oder was immer man eben gerne machen möchte, wenn man das nutzen möchte. Da ist man eben sehr frei. Okay, schaue ich mal noch kurz. Das war jetzt das Thema Tabs und Rubriken zum Sammeln. Ja, im Grunde genommen war es das, was ich so sagen wollte. Eins ist noch, finde ich noch wichtig, sich zu überlegen, eben wo man was einträgt und wie man es einträgt. Und hier gibt es eine gute Seite, nämlich hier die Legende, wo man Symbole definiert, wo man Farben definiert, damit man das dann das ganze Jahr auch durchzieht, auch den Infoquadranten nochmal sich überlegen kann, wie nutzt man das für Spaziergänge, für bestimmte Routinen, die man ausführen will und die ständig kommen sollen, die man dann hier beim Tag beziehungsweise hier, ihr merkt schon, wie schnell das dann geht, wenn man hier die Quartale hat, die man hier beim Quartal für die Woche eintragen kann. Das ist gut, sich diese Dinge einfach zu überlegen und ja, wenn es jemand gefällt, dann tut er vielleicht auch hier sogar auch einen Tab reinmachen, damit er genau diese Seite mit den allgemeinen Definitionen, die er das Jahr über durchziehen möchte, hier notiert und immer gleich macht. Ja. Davon lebt ein Kalender, ist sehr darauf ausgelegt, dass sich verschiedene Sachen über die Zeit einfach einschleifen, dass man eben Routine hat und dass man sich mit diesem Ding einfach total wohlfühlt, weil man weiß, hier steht alles Relevante drinnen und hier habe ich nicht nur meine Termine, sondern habe ich meine Ziele, habe ich meine Reflexionen hier beim Quartal, dass ich immer wieder auf diesen größeren Bereich, auf die gröbere Sicht, auf die Vogelperspektive zurückgreifen kann und sehen kann mit einem Blick, was ist im Januar, Februar, März bezüglich Projekten, Erkenntnissen oder Menschen, welche Menschen sind mir begegnet oder andere Dinge. Was habe ich daraus gelernt, dass ich das mit einem Griff wirklich habe für die ganzen Quartale am Ende. Da wird dann der Jahresrückblick deutlich einfacher und kann sich mit den wesentlichen Sachen beschäftigen und nicht mit dem, dass man alle Daten erstmal mühsam zusammenklamüsern muss. Ja, und so kannst du dir einfach
hier dein ganz persönliches Planungsbuch zusammenstellen und griffig machen und ja, richtig schön flexibel auf dich anpassen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, habe ich euch ein paar Tipps gegeben und ihr habt einfach Spaß bekommen, vielleicht auch den Planer noch zu kaufen, der wirklich sich unterscheidet von vielen anderen Planen, insbesondere durch die klare Wochenorientierung, aber vor allen Dingen durch den Erfolgsschlüssel des Quartals. So wie ihr es hier seht, dass das ganze Jahr in diese 4 klaren Sektionen eingeteilt ist, was das Leben wesentlich zielstrebiger macht, weil man eben in einem Bereich Ziele hat, der überschaubar ist und der nicht wie das Jahr einfach einen überfordert, sondern das Quartal mit diesen 13 Stufen, Wochenstufen, ist planbar, ist auch schon ein großer Bereich und ist richtig erfolgreich zu meistern, wenn man denn dieses Getriebe, dieses Quartalsgetriebe oder diesen Gang des Quartals in seinem Leben etabliert hat. Dann wirst du merken, dass das Leben einen ganz anderen Griff bekommt und dass deine Ziele eine ganz andere Brisanz bekommen, weil sie so ganz nahe sind und so dastehen und wirklich griffig dein Leben voranbringen. Also in diesem Sinne, viel Spaß beim Einrichten eures Business Planners und gebt uns Feedback. Ja, schreibt wirklich darunter jetzt unter das Video eure Kommentare. Wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr auch mitmacht und euch ja, eure Erfahrungen und eure Tipps hier weitergebt, was euch geholfen hat und was ihr auch möchtet, dass andere das ja, davon profitieren. Schreibt es einfach drunter. Wir freuen uns und abonniert uns natürlich gerne und gebt uns ein Like. Aber am liebsten sind uns natürlich Kommentare wirklich von solchen, die den Planer nutzen und lieben gelernt haben und ja, Erfolg damit haben. In diesem Sinne, euer Nikolaus Obersteiner, bis zum nächsten Mal. Tschüss.